Wieso ist die Linse eigentlich so dreckig? Hörst du auf zu lutschen? Er hat noch schön im Mund. Der muss stinken. Ja, sonst ist er kein Fisch. So, hallo. Bist du soweit? Kannst du da bleiben, gar kein Problem. Komm. Der Manuel ist mein Zivildienst. Das ist aber übersteuert jetzt alles. Aber voll im Limit. Okay, also der Georg holt seinen Zivildienst nach, ist eigens für mich angestellt für dieses Wochenende, pflegt mich und wischt mir den Po ab. Aber das Eklige lassen wir jetzt weg. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute habe ich den Georg neben mir, der GS-Kutscher. Der stellt sich aber in dem nächsten Video dann vor. Okay. Wir sind im Jahr 2023 beim Hönnetrail. Hier Balve, Binole 1, glaube ich, am Haus Regge. Neben uns sind schon die ersten Gestörten und der Chef auch. Der fährt da spazieren. Das ist der mit Helm. Ah, das war ich gerade aus dem Bild. Was machen wir da? Wir sind hier bei einer Benefizveranstaltung. Hier werden Spendengelder gesammelt. Und um das Anstrengende mit dem weniger Anstrengenden zu verbinden, fahren wir noch mit dem Moped. Kann man das als Intro nehmen? Haben alle Knall hier. Ja. Okay. Warte mal, ich will an die Nippel. Jetzt komm her. Wo müssen wir hin? Wer erklärt uns, was das für ein Event ist und was da gemacht wird? Also der Hauptveranstalter ist Carsten Tacke. Ne, Weil der wieder da ist, weil sein Motorrad steht da. Ja, richtig. Die Weltreisemaschine aus Amerika. Okay, Und der kann euch soweit auch. aber der wollte doch gar nicht da sein. Wieso ist denn der schon wieder da? Weißt du das? Weil der musst du ihn seine fragen. Reise abgebrochen hat. Der hat abgebrochen. Sich oder das Motorrad? Sich. Okay, dann suchen wir den mal. So ein Vogel. Er hat das Windschild abgebrochen, deswegen ist er da. Wir müssen immer suchen, ja. Guck, da, let's go. Abgebrochen und deswegen bist du doch wieder da. Und jetzt könnten wir kurz ein Interview machen. Ach du Scheiße. Ja, Ja? dann hau mal raus. Ja, du musst da weg, weil das ist zu lauter für das. So, wir waren an der Anmeldung gerade und waren jetzt mal so frei und haben uns den Carsten Tacke hergeholt. Das ist der Veranstalter. Bis im letzten Video, das war am 16. Januar sowas, warst du noch gar nicht als Veranstalter da. Was ist dazwischen passiert? Ja, Ich habe gesehen, das Windschild ist abgebrochen. Ja, Windschild ist abgebrochen, aber im Prinzip auf Natur 8 Monate lang nur im Zelt schlafen, jeden Tag was Neues. Brauchte ich eine Pause von der Pause und darum bin ich wieder hier. Also du hast eine Tour gemacht. Jo. Und wo war die Tour? Wir haben, ich habe Amerika, Alaska und Kanada gemacht. Wow. Wow. Weil also jetzt so die Tour von dir, die ist jetzt für 5 Minuten viel zu intensiv, um die da mit reinzupacken. Das Motorrad blendest du mit ein, das heißt das mit dem gerochenen Windschild, dann weißt du Bescheid. Man muss dem Kerl immer, das ist zu viel, was wir heute machen. Ne? Ja. Das sind Ja, aber der Videos muss ja, oder so. der muss ja auch alles wieder schön Sortieren. schneiden. Ne? Genau, genau. Ja, ja. So, jetzt sind wir auf dem Hönnetrail. Wie lange veranstaltet ihr das schon? Wir sind jetzt im 12. Jahr. Im 12. Ich glaube, 10 davon bin ich schon irgendwie mit am Start. Ja. Warum machst du das? Ja, einfach weil es eine geile Sache ist. Das ist familiär. Wir machen komplett die Spendengelder in karitative Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Und mit Spaß und netten Menschen sowas zusammen zu kriegen, so viel Kohle. Jetzt in 10 Jahren haben wir über 100.000 € zusammengespendet. Die glücklichen Gesichter zu sehen, wenn du Spendenübergaben machst, das ist halt geil. Also, das macht Und es war nicht ganz einfach. Es ist nicht so, dass man sagt,
ich mache das Hönne-Trail und da kommen ein Haufen Leute. Nein, die mussten erst mal das Boxertreffen besuchen und viele andere Treffen. Das war 2010 oder 11 im Schnee gezeltet. Schnee, genau. An der Schwarzen Pfütsche im Oktober. Hat aber auch keiner mit gerechnet, dass es so schneit. Ne? Da sind die Zelte zusammengebrochen. Ja. Nur mit Gegenbesuchen baut man sowas am Anfang auf. Bis man dann so eine gewisse... In der Szene so ein Gewinn. Ja, anders geht es ja nicht. Die Leute müssen wissen, dass es dich gibt. Ne? Ja, wobei du ja nur auch, ich sag mal, selber am Moped verstrahlt bist und für dich das ja nicht das Thema war, zu sagen, ja, ich komme zu euch und mache da Trainings für euch, ich biete das an. Und andersrum war das für uns halt, wenn man schon hier Tourguide macht, dann muss man ja auch mal immer wissen, wie man mal durchs Gelände fährt. Und dann ist so ein Training einfach auch gut und wichtig. Ne? Wie lange willst du das noch machen? Viele Jahre. Manchmal bin ich ein bisschen, also nach der Veranstaltung bin ich immer ein bisschen auf. Dann denke ich immer, ich mache das nicht mehr. Aber dann, ja, irgendwann kommt es dann wieder. Ne? Das ist wie so eine Sucht. Das macht halt Spaß. Also ja, es ist schön, die Leute hier zu sehen, immer wieder. Wir gehen auch heuer wieder auf ein Enduro-Boxer-Treffen. Neue Location, neues Team. 16.09. wird es sein. Weiß nicht, wann wir das Video öffentlich machen. So wie es aussieht, Maresfeld, Suhl, und das wäre auch schön, wenn wir dich da sehen. Okay. Für uns ist der Auftakt diesmal ganz anders, sonst waren es immer so eine Report. Wir haben heute einen Fahrer dabei, der am Training teilnimmt. Das ist das Kamerakind Johannes. Hallo Johannes. Und wir wollen dann filmen, wie wir reinfahren in den Steinbruch, also wie sowas funktioniert, dass es 2 Gruppen gibt für die Training, eine freie Fahrengruppe, dass das Ganze organisiert ist und damit auch sehr safe und sehr sicher für die Leute, weil wir haben ja Anfang des Jahres, ne? Genau. Da ist ja noch keiner geübt gerade. Ne? Ja. Und das wollten wir ein wenig darstellen aus der Sicht vom Johannes und das folgt dann jetzt diesem Interview. Abends gibt es hier einen Dia-Vortrag regelmäßig, heuer auch, ne? Richtig. Ja. Und ich denke Lagerfeuer wieder. Ja, klar. Oder ist das schon verboten mit dem Fischöl? Weil wir wissen mit der Regierung ja gar nicht, was läuft. Wir sind hier im Sauerland. Da darf man nur brennen, zwischendurch. Und deshalb habe ich auch zum Johannes gesagt, die gute Kamera muss mit, weil ich finde, der Abend war immer geil. Wenn dann einer die Gitarre rausholt, Mr. Touradech, ne? Ja, der Harlemann. Oder Harlemann war das auf jeden Fall. Das war der Harlemann, der danach keine Stimme mehr hatte. Ja, und das ist das. Und wie hat der eine gerade beim Frühstück gesagt, er braucht gar nichts mehr zu fahren. Er hat jetzt so viel gelacht, er kann jetzt heimfahren. Ja, weil so viel Freude da war. Ja. Und das ist das Ganze, das ist dieser Lifestyle vom Motorradfahren, den diese verzwickten Gartenzwerge züchtenden Vorgärtner vergessen haben. Ja. Den haben wir einfach noch erhalten. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wir arbeiten dran. Ja. Ich danke dir, dass du die Ja, das Hönne-Trail ist eine karitative Groß-Enduro-Veranstaltung, wo wir quasi im Kopf haben, 125 Startplätze an Teilnehmer zu verteilen. Und wir zählen die 125 Startplätze von der höchsten Kubikzahl runter. Und die Anmeldung ist immer ein bisschen konfus, weil wir eigentlich nach 7, 8 Minuten sind die Startplätze weg. Und dann zählen wir halt die Startplätze runter von 1250 Kubik jetzt, das ist, oder 1290, glaube ich, die KTM, zählen wir dann runter. Und was dann am Ende überbleibt, muss halt rausfallen. Und meistens kommen wir nicht über 650 Kubik. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel sich jetzt mit einer 1200er anmelden oder mit einer großen, wie viel dann überbleiben. Aber wir sammeln halt die Sponsoren und Startgelder und geben das weiter an Kinder- und Jugendeinrichtungen im lokalen Raum. Also nicht jetzt Bayern, aber so, ne, hier in der Umgebung. Und ja, das ist Sinn und Zweck. Und dann halt unser Beisammensein. Ne? Das ist Enduro-Familie. Da fällt mir nur ein, mein Tipp an die Hersteller: erhöht die Hubraumzahlen, damit sichert der Startplätze. Ja, ganz genau. Ja. So. Eigentlich gibt es viel Hubraum. Ne? Das ist so. Es kann nie zu viel Platz für Hubraum sein. Ja, aber 140 PS brauchen wir nicht im Gelände. Nee, das kann man ja auch ein wenig langsamer gestalten. Da gibt es ja diesen Einzylinder-Lanz, der hat auch nur 13 PS, ne? Und hat einen Eimer als Kolben. Ja. Der hüpft dich durchs Gelände. Ja. Oh, ich freue mich schon, das ist total geil. Also ich finde es auch total cool. Hallo. Hallöchen. Haben Sie Dinge gesagt? Habt ihr mal das Profil von der Seite genommen? Das ist doch nichts mehr dick. Sieht gut aus. Ja. Oh, das ist auch ein Kass. Ja, das Schöne ist, das ist eine familiäre Veranstaltung. Also hier kennen sich viele untereinander von auch den anderen Veranstaltungen, die es gibt. Und hier gibt es kein böses Blut. Hier sagt nicht einer mal, was fährst du denn da für einen Haufen, außer ich. Ich lästere immer über KTM.
aber das ist einfach schön. Bunt gemischt. Bunt gemischt, richtig bunt gemischt. Und die schon öfters da waren, die lernen quasi die Neueren an. Das alles hier, das ist kein Rennen, das ist sicheres Fahren im Gelände für Anfänger, die sollen sich wohlfühlen. Wer schnell fahren will, ist hier nicht aufgehoben. Und wer sagt, dass die Birkenstock-Werbung nicht funktioniert, da hat es schon funktioniert. Ne? Genau. Okay, jetzt danke ich dir dafür, dass du da Zeit genommen hast. Ich sehe dich gern heute Abend wieder am Lagerfeuer. 100%. Ich bin dann abends immer müde. Ich finde es voll anstrengend, zu Training zu geben. Ja, du quatschst doch nur. Ich hab sie alle lieb, ne? Ich hab sie alle lieb. Wir sehen uns später. Schaff was. Jawohl, bis dann. viel Spaß und immer oben bleiben. Versuch mal. Danke. 20 gerichtet. Tschüss. Ciao.